Weil man ja nicht immer gleich der Mast schmieden muss, zeige ich euch heute den Bau dieser Machete aus diesem alten Kreissägeblatt. Auch versuche ich, einen sogenannten Hamon zu härten, wobei nur die Schneide gehärtet wird, weil es beim Ätzen als sichtbares Element hervortritt. Grundsätzlich sind Kreissägeblätter ein ideales Material, um daraus Messer und Macheten zu bauen. Wenn man auf ausreichend Kühlung beim Ausschneiden der Machete und auch beim Anschliff der Schneide achtet, dann braucht man die auch gar nicht härten, weil der Stahl des Kreissägeblatts sowieso schon gehärtet ist. Ich habe da in der Vergangenheit auch schon einiges an Messern und Macheten gebaut, ohne diese zu härten, und auch die haben prima funktioniert und waren sehr lange schnitthaltig. Heute werde ich die Klinge aber extra härten, da ich versuchen werde, einen sogenannten Hamon herzustellen. Dass Kreissägeblätter von sich aus schon sehr hart sind, das merkt man vor allem auch beim Bohren der Löcher. Eventuell kann es auch sein, dass man den Griff vorher weich glühen muss, um überhaupt Löcher hineinzubekommen. Ich habe hier die Bohrer sehr oft nachschärfen müssen. Wenn man auf das Härten verzichten will, wodurch der Bau natürlich um einiges einfacher wird, dann muss man jetzt vor allem beim Anschliff der Klinge extrem darauf achten, dass der Stahl nicht gelb oder blau anläuft. Dann habe ich im Zickzackmuster, einfach weil das später gut ausschauen soll, einen Feuermörtel aufgetragen. Professionelle Schmiede verwenden da aber ganz unterschiedliche Sachen, da schwört so jeder auf sein eigenes Wundermittel. Ich verlinke euch da mal ein Video in der Videobeschreibung, wo einer das ganz gut erklärt, was er da verwendet und wie er das Ganze macht. Bei mir hat das mit dem Feuermörtel nämlich nicht so gut funktioniert, vor allem auch, weil ich keine Drahtwickelung, bei der sich der Feuermörtel besser festhalten kann, um die Klinge gemacht habe. Nachdem das getrocknet ist, kann man dann auch schon härten. Hierbei ist die Idee, dass der Messerrücken durch den aufgetragenen Mörtel eben nicht gehärtet wird oder schlechter gehärtet wird, wodurch er um einiges elastischer und biegsamer bleibt. Die Schneide hingegen wird sehr hoch gehärtet und bleibt dadurch besonders lange scharf, wodurch eben diese zwei Eigenschaften der hohen Härte, die aber die Brüchigkeit mit sich bringt, mit der Flexibilität des Messerrückens kombiniert werden. Zusätzlich soll das Zickzackmuster dann beim Härten des Stahls als Änderung im Stahlgefüge beim späteren Anätzen sichtbar hervortreten. Zum Härten nehme ich wie immer Frittierfett. Die Klinge muss man dann aber trotzdem bei 190 Grad anlassen, damit sie nicht zu spröde ist und später eventuell ausbricht. Wenn man den Stahl aber nicht härtet, dann ist auch das Anlassen nicht notwendig. Beim Ätzen mit Eisen-3-Chlorid kommt das Muster teilweise sehr gut zum Vorschein, teilweise ist aber auch nur eine dünne Linie zwischen den beiden unterschiedlich gehärteten Bereichen sichtbar. Ich habe da einfach den falschen Mörtel verwendet und auf die Drahtwickelung verzichtet. Wenn man das professionell macht, dann sieht man da auch wirklich einen tollen kontrastreichen Unterschied. Aber ja, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. So sah die Klinge dann final nach dem Einölen aus. Den Griff mache ich aus Eschenholz und verklebt wird der mit normalen 2-Komponenten-Kleber.
Den Griff kann man super mit Raspeln und Feilen in Form bringen. Geschärft habe ich natürlich wie immer auf meiner Holzscheibe mit Polierwachs. So eine Machete hält bei mir ca. 2 bis 3 Jahre. Danach schaut es dann meistens so aus. Ich verwende die halt auch wirklich als richtiges Werkzeug zum kleinere Bäume fällen oder auch zum Entasten im Wald. Man sollte damit aber keine harten, dürren Lärchen- oder Fichtenäste hacken, dabei kann es schon passieren, dass die Klinge ausbricht. Zum Entasten von anderen Ästen ist es aber meiner Meinung nach das beste Werkzeug und frische Äste mit einem Durchmesser von 4 cm kann man da teilweise mühelos mit einem Hieb durchtrennen. Der Hamon schaut zwar ganz gut aus oder kann gut ausschauen, einen wirklichen Vorteil in der Performance habe ich aber noch nicht entdeckt. Es kommt mir vor, dass sie ein bisschen länger schnitthaltig ist, als wenn man die Machete baut, ohne sie zu härten. Was man aber nicht tun sollte, ist die ganze Machete härten. Das ist dann doch etwas zu spröde und die könnte dann beim Arbeiten abbrechen. Nachdem ich diese Eberesche da gefällt habe, kann die Machete immer noch Papier mühelos durchtrennen. Um so eine Machete zu bauen, ist das einzig wirkliche Werkzeug eine Flex und ein Akkuschrauber. Ich habe bisher davon schon 3 Stück gebaut, eine habe ich aber leider im Wald beim Arbeiten schon verloren. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Anschauen. Viel Spaß und Erfolg an die, die es nachbauen und damit bis zum nächsten Mal.